Okay, hallo alle zusammen. Wir haben eine super besondere Folge heute mit Nilan und wir sind schon seit einer langen Weile befreundet, glaube ich. Und wir machen das alles auf Deutsch. Also natürlich werde ich Untertitel haben. Die kannst du natürlich unten finden. Ich bin sehr gespannt und wir freuen uns sehr darauf, so mehr über deine Geschichte zu hören. Besonders mit Persisch. Also Nilan, möchtest du dich mal vorstellen? Ja, oh, es ist toll, hier mit dir dieses Gespräch zu führen. Ich bin Nilan, ich bin Softwareentwickler, Künstler, Coach. Ich lerne schon seit ein paar Jahren Persisch. Also nicht nur Persisch, sondern ein bisschen Türkisch, ein bisschen Spanisch und so weiter, ne? Ja, also hauptsächlich habe ich in der Schule Englisch und Französisch gelernt. Auf Französisch Und natürlich, immer. ja, und dann also ganz viel verschiedene Sprachen dann eher nur so ausprobiert quasi. Also Hm. Spanisch ein Semester, Arabisch 2 Semester. Zum Beispiel mit meinen Freunden, wenn sie Türkisch sprechen oder so, stelle ich ganz viele Fragen, wie funktioniert die Grammatik und so, weil ich das Mhm. einfach super interessant finde. Aber ich kann Sehr diese Sprache gut. nicht sprechen. Ja, sehr gut. Persisch ist dann für dich so deine Lieblingssprache? Ich habe keine Lieblingssprache, also ich benutze Deutsch, Englisch und Persisch relativ gleich viel in meinem Leben. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext. Ja, im Freundeskreis ist es ganz gemischt, also Persisch, Deutsch, Englisch. Hier in Berlin ist halt eine sehr internationale Stadt. Als ich so 12 war oder so, habe ich mich entschieden, also Deutsch ist meine Muttersprache, da habe ich mich entschieden, ab sofort lese ich Bücher nur noch auf Englisch, weil es mir irgendwie zu langweilig war, nur noch Deutsch zu lesen. Und so ist Deutsch irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Mhm. Aber ich sehe jetzt so im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren, wie ich auch immer mehr und mehr wieder Deutsch spreche. Also, Wie hast du eigentlich mit Persisch angefangen? Was ist die ja, Geschichte? also ich bin halb Iraner und halb Deutscher. Mein Vater kommt aus dem Iran, meine Mutter aus Deutschland. Und ich bin aber hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Was bedeutet es für mich eigentlich, dass ich quasi aus 2 Kulturen komme? Mhm. Und ich habe aber im Elternhaus nicht, also wir haben Deutsch gesprochen. Ich habe kein Persisch gelernt. Zum Beispiel, mein Vater hat mir nur die Zahlen beigebracht auf Persisch. Das konnte ich schon sehr lange. Ich komme aus Karlsruhe, also da sind nicht so, da leben nicht so viele Iraner. Und ja, als ich jünger war, hatte ich dort nicht so auch die Möglichkeit, einen Sprachkurs zu besuchen oder so. Ja, war aber immer ganz interessiert und fasziniert und ja, es war wirklich schwer, also in meiner Jugend oder so auch Ressourcen zu finden, weil halt die Schrift eine andere ist. Also es gibt diese Ressourcen, aber sie sind nicht so leicht zu finden. Ja, als ich dann nach Berlin gezogen bin und habe ich dann hier auch einen Sprachkurs gefunden. Also das habe ich in Karlsruhe nicht geschafft. Und das war dann quasi das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ich habe hier die Möglichkeit, Persisch also quasi bis zu einem Niveau zu lernen, was ich halt wirklich fürs tägliche Leben gebrauchen kann. Wenn ich eine Sprache lerne, will ich so tief eintauchen wie möglich und die Grammatik alles verstehen und die verschiedenen Nuancen. Dazu gibt es in einem so einen Gruppensprachkurs meistens nicht den Raum oder die Möglichkeit. Ja. Also du hättest früher mit Persisch angefangen, hättest du früher die Möglichkeit, sowas zu tun. Äh, Ich bin mir nicht sicher, weil ich Mhm. sehe auf jeden Fall auch, dass quasi, es ist ja auch ein sehr persönliches Thema, verknüpft mit meiner eigenen Entwicklung. Also Mhm. ähm, Persisch zu lernen ist nicht nur ein Hobby für mich oder so, sondern zu weiten Teilen meines Lebens war es quasi auch viel Selbsterfahrung und selbst herausfinden, wer ich eigentlich bin. Mhm. Und ich kann auch sehen, dass sozusagen, je mehr ich mich geöffnet habe, mir selber und diesem Weg, haben sich die Möglichkeiten auch ergeben. Also es ist ja Ja. so eine Art, es gibt ja so einen Zusammenhang dazwischen. Persisch steht aber immer noch auf meiner Liste. Toll. Ja, genau, also du kannst mir dabei helfen. So irgendwann in der Zukunft. Ich glaube, für mich gibt es auch, also also ich nenne das mal so meine Herkunftssprache und ich weiß, du hast erwähnt, dass du eher so Vatersprache sagst. Ja. Das ist dir lieber, sowas zu sagen. Ich musste
halt an meiner persönlichen Selbstentwicklung arbeiten, bevor ich mich vertiefte in Chinesisch zum Beispiel. Also schon so Sprachen wie, oh ja, ich lerne das und man fokussiert sich manchmal so viel auf die Zahl, aber manchmal vergisst man auch, dass wir alle Geschichten haben und manchmal diese Lebensgeschichten uns dann dazu herausfordern, dass wir wieder in uns, ich weiß nicht, so hineinblicken müssen, um dann weiter mit dieser Sprache was zu machen. Ich denke, für dich zu Chinesisch, sozusagen dein Prozess Chinesisch zu lernen, ist ähnlich wie für mich Persisch. Es ist halt nicht nur eine weitere Sprache, die ich lerne, sondern da ist halt ganz viel geknüpft, auch an meiner persönlichen Entwicklung und meiner Geschichte. Und da möchte ich auch dazu hinzufügen, dass ich zähle auch zu meinem Weg dazu, Persisch zu lernen, auch mich mehr mit der gesamten Kultur auseinanderzusetzen. Und zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren angefangen, persische Gerichte zu kochen. Ich war so neugierig über die Musik und die Gedichte, die Geschichte und das ist quasi also ich tauche in eine ganz neue, für mich damals neue Welt ein und Sprache ist halt das Element, was alles reflektiert, weil alles also wird mit Sprache vermittelt oder ja, am Ende benutzen Menschen Sprache, um zu kommunizieren, um eine Verbindung aufrechtzuerhalten oder so. Es hat mir wirklich geholfen, meine Sprache zu verbessern, indem ich zum Beispiel mehr Musik gehört habe oder Gerichte gegessen und gekocht habe, weil ich bekomme ein Gefühl für die Kultur und die Denkweise und so weiter. So beim Sprechen, also wann hast du eigentlich angefangen, Persisch zu sprechen, nachdem du mit dem Lernen angefangen hast? Ja, also lange Zeit hat es sich eben hauptsächlich auf die Sprachkurse begrenzt, wo ich Persisch gesprochen habe. Aber mehr und mehr habe ich auch im Freundeskreis, bin ich mit anderen Iranern in Kontakt gekommen. Und ich hatte dann eigentlich meistens die Erfahrung, dass andere Iraner super aufgeschlossen sind und sie sich so freuen, wenn jemand Persisch lernt. 99% der Iraner haben sofort mit mir auf Persisch gesprochen und man kommt so leicht ins Gespräch und ich habe immer viel dazu gelernt. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass quasi der Zeitpunkt, ab dem ich quasi Teil von iranischen Freundesgruppen war und ich Gespräche von Muttersprachlern untereinander miterlebt habe, wenn jemand mit mir Persisch spricht, im Wissen, dass es nicht meine Muttersprache ist es irgendwie ein anderes Persisch, als wenn jemand ein persisches Gespräch unter Muttersprachlern führt. Das war schon immer so mein Leben. Ich war immer irgendwie Teil von Gesprächen in Muttersprachen, die ich nicht kannte, Chinesisch oder Russisch oder Persisch. Genau. Und es ist ein so schönes Gefühl für mich, weil ich doch auch etwas fühle und mitbekomme, selbst wenn ich die Worte nicht kenne. Ja, weil halt jede Sprache so eine Melodie hat oder so einen Rhythmus und so. Das hat viel zu meinem Hörverstehen beigetragen und auch zu meinem Vokabular. Also du fühltest dich gar nicht fremd, als du so die Sprache wirklich so mit anderen Muttersprachen gesprochen hast? Nee, ich habe mich gar nicht fremd gefühlt. Und ich denke, wenn ich Persisch spreche, dann bin ich so entspannt und so lustig und deswegen habe ich mich da sofort sehr wohl gefühlt. Du fühlst dich dann wie zu Hause oder dass du zu Hause bist, wenn du sowohl auf Persisch als auch auf Deutsch sprichst. Also welcher Sprache fühlst du dich gehörig in diesem Sinne? Ja, es hat sich also quasi über mein Leben hinweg immer wieder verändert. Also es gab so Phasen, wo ich mehr mit Deutsch mich wohlgefühlt habe und dann gab es eben, ja, so in meinen Teenage-Jahren, wo ich halt quasi, Englisch war für mich auch so eine Art Escape oder Ausbruch. Ich muss sagen, obwohl ich hier aufgewachsen bin und ja, Muttersprachler in Deutsch bin und so weiter, fühle ich mich meistens mit meinem Deutsch eigentlich sehr befremdet oder entfremdet, ja. Und wiederum hat es in den letzten 2 Jahren oder so wieder so ein Prozess für mich stattgefunden, mich mehr mit meinem Deutsch quasi auseinanderzusetzen.
Ja, weil, also davor gab es eine ganz lange Phase in meinem Leben, wo ich mich halt sehr intensiv mit Persisch auseinandergesetzt habe, mit der ganzen Kultur und allem drum und dran. Und diese Phase hat sich aber dann wieder beruhigt und ich fange auch jetzt mehr und mehr wieder an, Deutsch zu sprechen. Irgendwie habe ich mehr deutsche Freunde in Berlin als früher und so weiter. Ich habe mittlerweile ziemlich viele Freunde, die halt auch diese drei Sprachen können. Und es entsteht so eine Art Sprachenmix und wir mischen einfach alle Sprachen wild durcheinander. Du hast so viele so Teile von dir, was Sprachen angeht, was Kulturen angeht, was so Lebensphasen angeht, was ich sehr interessant finde. Also, jetzt, dass wir das wissen, also wie würdest du eigentlich so Zugehörigkeit im Allgemeinen definieren, nur für dich selbst? Bevor ich mich so tiefgehend mit Persisch und so weiter befasst hatte, war das wirklich ein sehr drängendes Thema für mich, Zugehörigkeit. Und ich hatte immer den Drang, irgendwie herauszufinden, so was sind meine Wurzeln. Ein sehr großer persönlicher Meilenstein in meinem Leben war vor 2 Jahren oder so, wo ich die Familie von meinem Vater gefunden habe auf Instagram. Das war wirklich so, so toll und heilsam. Also wir sind auch ständig in Kontakt jetzt mit vielen von meinen Cousins und so. Das hat mir so viel gebracht zum Thema Zugehörigkeit, aber eher so, dass sich das Thema so beruhigt hat in mir. Also ich habe das Gefühl, ich musste irgendwie herausfinden, so, wo sind so meine Roots, aber am Ende fühle ich mich eigentlich in mir zugehörig. Also es ist ein Zustand in mir, die Entwicklung, durch die ich gegangen bin. Und heute würde ich, Zugehörigkeit bedeutet für mich eher sowas wie, ja, meine direkte Umgebung. Also ich fühle mich hier in meinem Viertel sehr zugehörig, ich kenne meine Orte. Thema Sprachen war es für mich ein großes Thema, aber mittlerweile hat sich das sozusagen gelöst. Wenn ich jemanden kennengelernt habe und ich habe herausgefunden, oh, sie sind Iraner oder sie sprechen Persisch, dann hatte ich mich schon zugehörig gefühlt. Allein deswegen. Und mittlerweile ist es nicht mehr so, sondern natürlich, es gibt noch dieses verbindende Element, aber zum Beispiel ist es eine Person, die mit mir keine Interessen teilt oder so, dann ist es für mich nicht, also kein Grund mehr sozusagen, das aufrechtzuerhalten, diese Verbindung oder klar, ich bin offen gegenüber allen Menschen, aber wenn wir keine Interessen teilen, dann, das war früher halt nicht so. Früher habe ich Iraner kennengelernt und fand sofort so die Verbindung. Ich finde das wunderschön, dass du diese Seite deiner Familie gefunden hast. Ne? Ja. Meine Frage an dich wäre, was bedeutet dir jetzt Familie? Jetzt, dass dieses Persisch lernen so neue Wege für dich geöffnet hat und auch wahrscheinlich tiefer, also das hat dir auch ermöglicht, tiefer mit deiner Familie zu verbinden. Also ich glaube, da gibt es noch viel für mich zu entdecken. Also ich war auch noch nie im Iran. Ein Großteil meiner Familie ist im Iran. Es ist ein Ziel für mich, in den Iran zu gehen und dann die Sprache zu beherrschen, ist sehr wichtig für mich. Und dort auch quasi meine Familie persönlich zu treffen und so. Wir sind über Social Media oder so in Kontakt. Es ist so ein bisschen so eine Erweiterung von diesem Zugehörigkeitsgefühl, zu wissen, dass auf der Erde, auf der Welt Menschen sind, die so tief mit mir auf einer Ebene verbunden sind, gab mir diese Gelassenheit und diese Sicherheit irgendwie. Ich gehöre auch auf diese Erde. Ich komme auch von Menschen, die vor mir da waren und so. Also für andere Menschen, die ihre so Herkunftssprache lernen wollen, also was wäre so Hinweise, die du ihnen geben würdest? Ja, sich quasi ständig damit auseinanderzusetzen. Das heißt nicht jeden Tag oder jede Minute, aber in einem Rhythmus, der für sich selbst, für die Person selbst geeignet, angemessen ist. Was ich wirklich gemerkt habe, zum Beispiel meine Familie wiederzufinden, war ein Prozess, der quasi mehrere Jahrzehnte gedauert hat, weil es immer kleine Schritte, kleine Erfahrungen in meinem Leben gab, die mich irgendwie näher in diese Richtung gebracht haben. Und rückblickend kann ich wirklich sehen und sagen, ich habe es geschafft, diese kleinen Schritte zu bewahren und dran zu bleiben. Also am Ende sind es
irgendwie 1000 kleine Schritte, die dann zu was sehr Großem geführt haben. Eine Haltung oder eine Mentalität, die ich auch in eigentlich meinem ganzen Leben verfolge. Und ich glaube, für Sprachenlernen oder für irgendetwas zu lernen, ist es auch sehr hilfreich. Zum anderen würde ich auch sagen, so in die Breite zu gehen. Also eine Sprache ist ja mit Menschen verknüpft, mit einer Kultur, mit Geschichte, und da gibt es so viel zu entdecken und zu erleben, was nicht Sprache ist. Das haben wir vorhin schon ein bisschen angerissen. Also das Essen, was mit dieser Sprache verknüpft ist, und die Geschichte. Das waren auch alles Elemente für mich, die es mir erleichtert haben, so diese Kultur quasi zu erleben. Also man wird die Kultur durch die Sprache viel besser verstehen und andersrum. Du hast schon von deinen Gedichten gesprochen, aber wenn die Zuschauer, Zuhörer sich für mehr interessieren, wo können sie dich weiterfinden? Ja, also ich habe ein Instagram, Pesare Shiran, das ist auch ein persischer Begriff. Alles klar, vielen Dank Ich für, bedanke mich, ja. wie er gesagt, ihr müsst ihm auf Instagram folgen. Er schreibt wirklich so super coole Gedichten. Ja, schaut mal vorbei. Vielen Dank auch fürs Zuschauen des Videos und wir sehen uns auch nächste Woche. Tschüss! Ciao!